sich das eigentlich ganz gut einteilen, indem man eigentlich behaupten kann, dass visuelle Kommunikation eben das ist, was man visuell kommunizieren kann. Ein klassisches Beispiel wäre das Bildmedium. Also man kann mittels der Fotografie ja visuelle Bildebenen entwickeln. Das kann aber auch Video sein, das kann Grafik sein, Bild-Text-Konzeption und so weiter. Also eben alles, was man sehen kann und damit eben kommunizieren kann. Ich würde mal behaupten, dass mein erster Berührungspunkt eigentlich auch das Hobby selber war. Also ich habe gerne fotografiert damals, Videos gedreht. Das fing eigentlich damit an, dass ich vom Hobby aus zum Studiengang auch dann gekommen bin. Es gibt viele Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben, gerade wenn man selber viele Ideen entwickelt. Es wird einem der Freiraum gelassen und so weiter. Das sind alles ziemlich gute Vorteile, die ich so sagen muss, selten woanders gefunden habe. Also was, denke ich mal, interessant zu erwähnen ist, dass das erste Semester in dem Studiengang sehr, sehr praktisch auf jeden Fall gehalten ist, wie auch alle weiteren. Aber dort durchläuft man sozusagen jeden Teilbereich aus der VK, aus der visuellen Kommunikation. Das geht sozusagen ja los bei Bild-Text-Konzeption bis über Fotografie, Videografie, Typografie und Grafik. Und das sind alles, sage ich mal, Teilbereiche in dem Studiengang, die gerade im Bachelor abgedeckt sind, sodass man überall mal reinschnuppern kann. Und zwar ging es darum, die Spielzeitkampagne für das Theater in Erfurt zu entwickeln. Und das ging eben von der Konzeption, also der Ideeentwicklung, die wir dann sozusagen vor Ort gepitcht haben, bis hin zur finalen Auswahl des entsprechenden Konzepts über die Produktion im Studio, also entsprechend der Fotoproduktion, des Retouches und dann bis zum Druck natürlich und der Präsentation dann final in Plakatform. Und das war eigentlich ein ganz schönes Projekt, weil man den ganzen Prozess einer Kampagne mal durchlaufen hat. Also man kam mit den Kunden in Kontakt, man hat aber auch kreativ seine Ideen entwickeln können und das ist eigentlich ein ganz schönes Projekt gewesen, so im Nachhinein. Besonders an der VK ist eben hier, dass es ein Projektstudium ist, dass es weitestgehend natürlich auch sehr, sehr viel von einem selber abhängt. Also man hat auch die Möglichkeit, beispielsweise freie Projekte zu wählen. Das ist sozusagen dann absolut eine eigene Idee, die von einem Professor betreut wird. Das ist dann in den nachfolgenden Semestern möglich. Aber da geht es natürlich allein darum, seine eigene Idee umzusetzen und sein eigenes Projekt zu realisieren. Und dazu muss man natürlich dann schon gewisse Willenskraft mitbringen und das dann auch eben durchziehen. Also das ist, denke ich mal, relativ wichtig und förderlich, wenn man eben schon eine gewisse Vorstellung hat von dem, was man machen will, dann ist das sehr, sehr förderlich. Man wird aber natürlich auch an die Hand genommen, wie gesagt, gerade im ersten Semester, wo man einmal durch die Teilbereiche durchgeführt wird und das Studium erstmal und den ganzen Aspekt der VK genauer kennenlernen kann. Man kann sich bei Kreativagenturen bewerben, das kann sozusagen überall sein. Das ist einem dann tatsächlich überlassen, man hat freie Hand, man kann wirklich dem nachsteuern, worauf man eben Lust hat und Freude hat. Und in meinem Fall war das dann die Option in Indonesien und dort habe ich sozusagen 6 Monate lang bei einer Produktionsfirma arbeiten können. Das heißt, es ging eben um Film- und Fotoproduktion und das für unterschiedliche Kunden. Und das war schon mal praktisch gesehen natürlich ein schöner Einblick, aber auch kulturell, um da eben auch nochmal was anderes gesehen zu haben von der Welt. So. Ja, wie gesagt, also als generellen Tipp würde ich schon mitgeben, dass es vorteilshaft ist, sich das entsprechend vorher mal anzuschauen. Dazu gibt es natürlich die Option zur Summary. Es gibt auch einen Tag der offenen Tür, um da einfach ein Gefühl zu bekommen. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, dass man eben schon einen gewissen Plan, würde ich mal sagen, hat von dem, was man eben auch machen will. Also was man wirklich auch kreativ vielleicht umsetzen will im Studiengang. Also dass man versiert ist in den Ebenen. Das Interesse an der künstlerischen und auch konzeptionellen Tätigkeit oder Ideenentwicklung ist hier in Weimar eigentlich sehr, sehr wichtig. Und da wird auch ein großer Fokus drauf gelegt im Studium. Also das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil der Bereich der VK ja generell schon sehr, sehr weitgreifend ist und genau das spiegelt sich eigentlich dann auch in der Berufswahl wider. Also viele
viele Kollegen, viele Studiekollegen sind inzwischen entweder selbstständig tätig, das ist auf jeden Fall ein großer Bereich, können aber auch angestellt sein in Kreativagenturen, Werbeagenturen. Das ist, würde ich mal behaupten, auch noch ein relativ großer Bereich. Und ja, mitunter dann eben Fotograf, Videograf und oder auch eben Künstler, ja, also einfach künstlerisch tätig. Das ist nach wie vor auch einfach eine Möglichkeit, dann später nach dem Studium seine eigenen Projekte weiter zu realisieren. Ja.